Die Erinnerungskultur ist nicht starr. Sie ist beweglich und verändert sich. Schon am 27. Januar 1996 sagte der damalige Bundespräsident Roman Herzog: Die Erinnerung darf nicht enden, sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Es ist deshalb wichtig, nun eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt. Das gesprochene Wort der Überlebenden steht uns nun kaum mehr zur Verfügung. Ihre Emotionen und ihr Vermächtnis lebt in aufgenommenen Gesprächen, Schriften und Publikationen fort. Historische Orte des Geschehens, wie hier am Walbersberg, nehmen daher in der Aufmerksamkeit und in ihrer Bedeutung zu. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Überlebenden Viktor Plechkewitsch, der mir stolz erzählte, wie er mit seinen 17 Jahren damals und weitere Zwangsarbeiter beim Betonieren des Bunkers 1 versucht haben, mehr Kies hineinzumischen, um die Stabilität zu verringern. Es war ihr gedanklicher Rettungsanker, damit etwas beitragen zu können, dass der Krieg schneller endet. Weiter erzählte er, wie seine Finger bei diesen Arbeiten in Eiseskälte erfroren sind. Er war sein Leben lang nach der Befreiung gezeichnet. Es sind diese Geschichten in Verbindung mit dem historischen Ort, die Erinnerung und Gedenken greifbar werden lassen. Die Generation der Überlebenden hat diese Verantwortung in unsere Hände gelegt. Diese Verantwortung beinhaltet auch, behutsam mit historischen Orten umzugehen und sich auch bei Kleinigkeiten immer zu vergewissern, wie diese bei jenen wirken würden, die hier gelitten haben. Zum 76. Jahrestag der Befreiung der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter des Rüstungswerkes Rheinmark bei Kahla gibt es weitere Zwänge, neue Wege der Erinnerung zu gehen. Die seit 1965 traditionellen Gedenkfeierlichkeiten mit vielen Gästen können zum zweiten Jahr in Folge aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Traditionelle Orte der persönlichen und historischen Trauer, wie hier am Lager E in Eichenberg, können nicht besucht werden. Für Angehörige und Überlebende, offizielle Vertreterinnen der Länder, Regionen und Städte waren die jährlichen Treffen in Kahla ein wichtiges Element in der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit. Die Kranzniederlegungen sind für die Angehörigen ein wichtiger Punkt, an die Menschen zu denken, die weit weg von der Heimat hier in Kahla gestorben sind, oder an diejenigen zu erinnern, die traumatisiert nach Hause gekommen sind, ihre Geschichten erzählt oder teilweise für sich behalten haben. Es sind aber auch historische Orte, die abseits der Wege liegen, welche die Dimension Zwangsarbeit deutlich machen. Hier am Lager 2 bei Groß-Oedersdorf waren neben Männern auch Frauen und Kinder einquartiert. Frauen, die Mütter waren, starben. Das Schicksal der Kinder kann nur in wenigen Fällen genau nachvollzogen werden und bedarf weiterer Aufarbeitung, auch nach 76 Jahren. Das alles geschah direkt in der Nachbarschaft der umliegenden Dörfer. Viele Einwohnerinnen und Einwohner waren also in irgendeiner Art und Weise in direkten Kontakt mit der Zwangsarbeit. Da es alles zivile Lager waren, wurde die Bewachung und auch die Dinge des täglichen Lebens von Menschen der Umgebung mitorganisiert. So wie hier in der Küche des ehemaligen Lagers 3. Im Gegensatz zu Konzentrationslagern wie Buchenwald war es für die Einheimischen also gar nicht möglich, aktiv wegzusehen. Die Leiden und der Tod waren zwischen dem April 1944 und dem Tag der Befreiung am 13. April 1945 für alle Menschen hier in der Umgebung allgegenwärtig. Es waren etwa 1500 Menschen, die aufgrund von Erschöpfung, Krankheit, Unterernährung oder auch Mord durch die Bewacher ihr Leben verloren. In einer Grube auf dem Kahler Friedhof wurden sie anfangs in Holzsärgen, später nur noch mit Leinsäcken und Brandkalk bedeckt verscharrt. Neben den Friedhofskommandos, welche durch osteuropäische Zwangsarbeiter besetzt waren, waren auch Bürger der Stadt Kahla bei der Organisation beteiligt.
Der damalige Bürgermeister von Kala sagte, es ist doch egal, ob Rossini oder Bonini in einem Grab liegen, das wird später eh keinen mehr interessieren. Es ist unsere Verantwortung, dass weder die Namen noch die Geschichten, noch die historischen Orte und die Tradition des Erinnerns und Gedenken verloren gehen. Es liegt an uns, die Menschen, die hier gestorben sind, weil sich ein Volk als Herrenrasse gesehen hat, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Und dass man an jeden Einzelnen gedenkt. Doch dazu helfen nicht nur ergreifende Worte einmal im Jahr. Erinnern heißt handeln, sagte die Holocaust-Überlebende Esther Beranjo. Das bedeutet jederzeit die Konsequenz aus der Geschichte zu ziehen, für humanitäre Werte einzustehen und jegliche Bestrebungen zu verhindern, die eine rassistische und faschistische Ideologie wieder salonfähig machen. Das Nie wieder, welches sich unsere Vorfahren schworen, wiegt schwer und ist ein Auftrag, die Werte von Gleichheit und Menschlichkeit zu achten und auch in schweren Zeiten zu beherzigen. Historische Orte wie dieses Denkmal im Leubengrund sind dabei wichtig, um sich zu besinnen, aber auch um sich mit anderen Menschen aus verschiedenen Ländern zu treffen, um einen gemeinsamen Weg zu finden, die Erinnerungskultur weiterzuentwickeln. Ich freue mich, dass uns das dieses Jahr mit einer digitalen Plattform gelungen ist. Auch das zeigt, dass Erinnerungskultur nicht starr, sondern immer in Bewegung sein muss. We remember. Wir erinnern.